Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr zu Hause schnell und einfach gefüllte Pizzabrötchen selber machen könnt. Dafür als erstes einen Viertelwürfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, 125 ml lauwarmes Wasser dazu gießen, einen Teelöffel Zucker dazugeben und dann mit einer Gabel oder einem kleinen Schneebesen verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Als nächstes 250 Gramm Mehl in eine Rührschüssel geben, das Hefe-Wasser-Gemisch dazu gießen, einen halben Teelöffel Salz und außerdem 1 bis 2 Esslöffel Olivenöl. Dann entweder mit den Händen oder einer Küchenmaschine zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Als nächstes eine Kugel aus dem Teig formen, wieder zurück in die Rührschüssel legen und mit einem Küchentuch bedeckt für 30 bis 45 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. In der Zwischenzeit können wir die Pizzasauce vorbereiten. Dafür 100 bis 150 Gramm passierte Tomaten in ein hohes Gefäß gießen, eine halbe kleine Knoblauchzehe dazugeben, außerdem eine halbe kleine Zwiebel in Stücke schneiden und ebenfalls dazugeben, 1 bis 2 Esslöffel Olivenöl und jeweils einen halben Teelöffel Basilikum, Oregano und Majoran. Eine großzügige Prise Salz, eine Prise Zucker und Pfeffer aus der Mühle. Jetzt einen Pürierstab hernehmen und alles für circa 1 Minute pürieren und zu einer glatten Tomatensauce verarbeiten. Für die Füllung habe ich hier ein kleines Stück Salami, das sind etwa 75 bis 100 Gramm. Die schneide ich zunächst in dünne Scheiben und danach in kleine Stifte. Der Teig sollte nach der Ruhezeit sein Volumen in etwa verdoppelt haben. Dann die Arbeitsplatte leicht mit etwas Mehl bestäuben. Den Pizzateig auf die bemehlte Fläche geben. Und jetzt anfangen mit dem Nudelholz auszurollen. Den Teig dabei relativ dünn und eher länglich ausrollen. Die Längsseite sollte in etwa doppelt so lang sein wie die andere. Ich habe hier ungefähr 50 x 25 cm. Den Teigfladen jetzt mit der Tomatensauce einstreichen. Als nächstes die Salamistifte darauf verteilen. Hier könnt ihr natürlich genauso gut auch andere Zutaten wie beispielsweise Paprika, Pilze, Kochschinken oder was ihr sonst noch da habt verwenden. Und zum Schluss geraspelten Käse darüber verteilen. Den Teigfladen jetzt gleichmäßig von einer der beiden Längsseiten her aufrollen.
bis ihr am Ende angekommen seid und so eine Pizzarolle habt. Und diese Pizzarolle jetzt einfach mit einem scharfen Messer in etwa 1 bis 2 cm breite Scheiben bzw. Schnecken schneiden. Die Pizzaschnecken jetzt auf einem Pizzablech verteilen oder ihr nehmt ein Backblech, was ihr vorher mit Backpapier ausgelegt habt. Die Schnecken mit der Füllung nach oben aufs Blech legen, den Teig unten etwas ans Blech andrücken, damit der Käse beim Backen nachher nicht herauslaufen kann und dann in den vorgeheizten Backofen bei 250 Grad Ober-Unterhitze ca. 8 bis 10 Minuten backen. Dann aus dem Ofen holen, kurz abkühlen lassen und servieren. So sehen die Pizzabrötchen dann nach dem Backen aus. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.